Hi, in diesem Video spielen wir gemeinsam 3 Übungen für Anfänger und Wiedereinsteiger, die dir garantiert weiterhelfen, wenn du manchmal die falschen Seiten triffst, wenn du Probleme hast mit der Beweglichkeit der Greifhand, wenn es einfach manchmal noch nicht rund klingt oder du hast keine Struktur beim Gitarreüben. Hier bist du genau richtig. Über 90% aller Anfänger üben die falschen Dinge, haben kein wirkliches System, keine Struktur und kommen dann nach Monaten drauf, dass sie eigentlich schon viel weiter sein müssten. Hier bekommst du 3 Übungen, die dich garantiert weiterbringen, wenn du auf einer klassischen Gitarre oder Western-Gitarre spielst, Fingerstyle, also mit den Fingern die Gitarre anschlägst, mehr machen willst als nur Akkorde schrammeln, dann bist du hier am Kanal genau richtig. Folge mir und schreib vielleicht einen Kommentar für den Algorithmus noch rein und wir starten gleich rein, stimm die Gitarre, los geht's. Wir haben heute 3 Übungen im Programm, eine davon ganz am Ende hilft dir den Barré-Akkord zu meistern, also bleib bis zum Ende dran. Diese 3 Übungen kannst du als tägliche Aufwärmübung für deine Routine verwenden und sie werden dir als Anfänger oder Wiedereinsteiger, wenn du erwachsener Anfänger oder Wiedereinsteiger bist, sehr viel weiterhelfen. Die erste Übung mache ich wirklich mit jedem Schüler, der hier zu mir nach Wien kommt, in der ersten Stunde. Und zwar ist es eine Grundübung, die starte ich meistens hier am 5. Bund auf der 3. Seite. Wir zählen die Seiten ja von unten nach oben räumlich gesehen und hier haben wir 5. Bund, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Seite, Zeigefinger. Wir lassen den Finger locker am Griffbrett liegen und legen den Mittelfinger daneben auf den 6. Bund, Ringfinger auf den 7., kleinen Finger auf den 8. Bund. Jetzt liegen alle 4 Finger nebeneinander. Für viele ist das schon eine große Herausforderung, auch verständlich. Wenn das noch nicht klappt oder die Hand irgendwie so aussieht, versuche hier den Daumen einzurichten. Der liegt hier zwischen Zeige- und Mittelfinger, hinten am Gitarrenhals, flach auf, eher beim Mittelfinger. Versuche auch nicht hier die Hand in irgendeine Richtung abzuwinkeln, sondern ziemlich gerade. Zeigefinger macht einen Bogen, kleiner Finger macht einen Bogen. Die 2 mittleren Finger kommen ziemlich gerade aufs Griffbrett. Wenn der kleine Finger nicht klappt, einfach mit 3 Fingern. Und jetzt fangen wir an, mit einem Finger einfach mal zu tappen auf der Seite. Die anderen Finger liegen locker auf. 2. Finger, einfach spüren, wie fühlt sich die Saite heute an, Kontakt aufnehmen mit der Saite. Und wieder zurück. Erfahrungsgemäß ist es hier der 3. Finger, der Probleme macht. Versuche auch das Ganze kontrolliert zu machen, also kontrollierte Bewegungen, nicht irgendwie sowas. Gerade beim kleinen Finger, dass der nicht so wegknickt nach hinten, sondern sehr kontrolliert aufliegt. Wenn das Ganze klappt, dann gehen wir mit dem Zeigefinger eine Seite nach oben und eine Seite nach unten. Einfach abwechseln, den Finger beweglich bekommen. Fortgeschrittene können hier schon auf die 6. Seite und auf die 1. Seite abwechselnd gehen. 2. Finger. Die anderen Finger, wie gesagt, bleiben liegen, ganz entspannt, ganz locker. Die pressen hier nicht fest rein. Fortgeschrittene können auf die 1. und 6. Seite gehen. Dann der 3. Finger, auch hier wieder ganz kontrolliert, nicht schnell, sondern sehr langsam die Bewegung. Und hier auf die 6. und 1. Seite. Euch selbst solltet die Fingerübung auch wieder regelmäßig machen. Ich habe sie eine Zeit lang sehr, sehr oft gemacht, kleine Finger noch, weil sie wirklich sehr, sehr viel bringt. Als ich meine Probleme, die unbeweglichen Finger, die steifen Hände überwunden habe, habe ich es eher weggelassen, aber ich weiß, dass es sehr nützlich ist für euch als Anfänger draußen. Wenn du jetzt noch einen Schritt weitergehen möchtest bei dieser Übung, dann überkreuze die Finger, das heißt Zeigefinger nach unten, Mittelfinger nach oben und umgekehrt. Ganz kontrolliert auch die Bewegung gleichzeitig ausführen ist hier wichtig
Die Finger treffen sich genau über der G-Seite hier und setzen dann wieder auf die Nachbarseite auf. Finger 2 und 3 das gleiche. Schon ziemlich schwierig. Und jetzt Konzentration, Finger 3 und 4. Hier ist es besonders schwer. Es hat viele Monate gedauert, dass ich den kleinen Finger gleichzeitig bewegen kann. Den Ringfinger nach unten, den kleinen Finger nach oben. Und treffen sich über der Nachbarseite. Diese Bewegung meine ich. Wirklich sehr schwer. Es gibt noch andere Kombinationen hier. Finger 1 und 3, Finger 2 und 4 und Finger 1 und 4. Als Profi kannst du natürlich hier die Finger auf die erste und auf die sechste Seite geben, würde ich aber Anfängern jetzt nicht empfehlen. So, jetzt merkt man, die Greifhand ist schon ziemlich warm. Wir kümmern uns um die rechte Anschlagshand. Für diese Übung, die auch eine Grundübung ist, die ich mit fast jedem Schüler mache, setzen wir die Finger auf die Seiten, schlagen sie an und stoppen sie direkt danach wieder ab. Hier den Daumen auf die sechste Seite, Zeigefinger Seite 3, Mittelfinger H-Seite 2 und der Ringfinger auf die Seite 1. Ich habe also hier eine entspannte Haltung. Alle Finger sind abgewinkelt, nicht so ausgestreckt, sondern wirklich in jedem Gelenk locker. Die Hand ist etwas entfernt von der Gitarrendecke, liegt hier nicht flach an, sondern hier kann ein Vogel durchfliegen und du liegst mit der Hand am höchsten Punkt der Gitarrendecke auf. Wenn du hier noch Probleme hast, Schwierigkeiten hast und die Basics noch nicht verinnerlicht hast, dann verlinke ich dir unten ein Video der ersten Akustik-Gitarrenstunde für dich. Also mach das auf jeden Fall durch, denn da lernst du im Detail, auf was es ankommt, wenn du die Gitarre mit den Fingern anschlagen willst. Das Ganze ist kostenlos. Hier die Grundstellung, der Daumen schlägt an und dämpft sofort wieder ab. Jetzt der Zeigefinger, Mittelfinger, die anderen Finger liegen auf den Seiten, wieder zurück, Zeigefinger und wieder Daumen. Diese beiden Übungen, sowohl für links als auch für rechts, helfen dir einfach, die Finger unabhängig voneinander bewegen zu können. Das ist sehr wichtig auf der Gitarre. Wir müssen oft hier mit dem Finger rauf, hier mit dem Finger runter oder nur diesen Finger anschlagen, während die anderen hier liegen bleiben. Diese Grundstellung, sich abzuspeichern in der rechten Hand, ist ohnehin sehr essentiell für das Anschlagen mit den Fingern auf der Gitarre. Hier diese Stellung, kannst du dir das vorstellen wie ein Akkordgriff, der abgespeichert wird. Ich weiß genau, zack, hier ist das C, ich kann die Finger aufheben gleichzeitig. Genauso ist es auch mit der rechten Hand. Ich kann die Finger hier sofort auf die Seiten setzen und weiß, wo die Seiten sich befinden. Und deshalb diese Übung. Als dritter Punkt hier ganz wichtig zu erwähnen ist, wir spielen ja von einem gewissen Anschlagspunkt weg. Bei diesem Punkt verlässt die Saite den Finger, den Daumen und klingt. Und genau hier auf diesem Punkt und einen Zehntelmillimeter davor wollen wir auch landen, wenn wir die Saite wieder abdämpfen. Das Ganze recht schnell, reflexartig, aber in einem langsamen Intervall, also nicht schnell hintereinander, sondern die Ausführung ist schnell. Man hört, wenn ich zu viel Nagel verwende, wenn ich wieder auf die Saiten komme, hört man dieses Schnarren. Das ist genau, wenn du anschlägst und
zu langsam auf die Seite kommst oder mit dem Nagel auf die Seite zuerst kommst, indem du den nächsten Schlag vorbereitest, dann klingt es so. Wenn du dich zu Hause wunderst als Anfänger, wenn das vielleicht nicht schön klingt, das kann die Ursache sein. Ich empfehle dir, diese Übungen rechts und links jeweils 1 Minute zu machen, bevor du startest. Unter 1 Minute bringt es überhaupt nichts und du wirst dann sehen, wie leicht dann die Finger spielen, wenn du sie nicht blockierst oder fesselst. Als letzte abschließende Übung zeige ich dir noch eine Barré-Übung, wie du den Finger auf den schwierigen F-Griff etwas vorbereiten kannst, damit du dir hier auch keine Verletzung holst. Beim Üben des Barré-Akkords ist es sehr wichtig, dass du auf deinen Körper achtest, dir Pausen gönnst, also nicht durchgehend drücken, sondern immer wieder entspannen dazwischen, nicht verkrampfen und auch nicht komplett auspowern, denn dann, wenn du erschöpft bist, ist es kontraproduktiv. Du übst dir eine falsche Haltung an und vielleicht verletzt du dich auch noch. Also immer in kleinen Dosen dosiert üben, Pausen einlegen. Ich zeige dir, wie es geht. Die Übung geht wie folgt. Wir nehmen den Zeigefinger wieder in den 5. Bund und legen ihn mal auf die Seiten, ohne die Seiten zu drücken. Also ganz wichtig, du spürst einfach mal, wie fühlen sich die Seiten auf dem Finger an. Sehr wichtig, hier ein Gefühl zu bekommen. Also ein bisschen rumspielen, wie ist es, wenn du einen Barré-Akkord greifen würdest. Im nächsten Schritt drücken wir die erste Seite nach unten. Die anderen Seiten brauchen nicht klingen, nur die erste Seite sollte klingen. Bei dieser Grundstellung ist es wichtig, dass der Zeigefinger nicht zu weit rauf steht, auf so circa eine Fingerkuppe wäre zu viel. Wirklich nur das obere Drittel höchstens der Fingerkuppe, der letzten Fingerkuppe, steht hier über das Griffbrett rauf. Es ist auch schwieriger, wenn, das ist ein Profi-Tipp jetzt, wenn so eine Rille genau auf den Seiten aufliegt, denn hier ist es sehr weich, so eine Fingerrille zwischen den Fingergelenken ist auch nicht förderlich, um den Barré-Akkord sauber spielen zu können. Zurück zur Übung. Also die erste Seite klingt, die anderen Seiten abdämpfen. Also kurz drücken, dann abdämpfen, 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 indem ich den Finger nur locker auf die Seiten lege. Zweiter Schritt, die 2 Seiten klingen. Also ich drücke genauso lang, wie diese 2 Seiten klingen können. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und mache 3 Seiten. 3 Seiten klingen. Und ich lasse wieder aus. Hier drücke ich schon etwas mehr die Gitarre zu mir. Ich versuche mit der äußeren Kante des Zeigefingers zu drücken, eher sehr nahe am Buntstäbchen. Du bist hier richtig, wenn du fast das Buntstäbchen erspürst und dann einfach nach außen kippst hier. Nun, 4 Seiten. Nochmal. Ich nehme hier reflexartig schon fast den Mittelfinger dazu und helfe mir hier. Ist aber nicht Sinn dieser Übung. 5 Seiten. Ausschütteln mal dazwischen. Das ist wirklich schon anspruchsvoll an der Stelle. Und letzte Übung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle Seiten klingen und wieder abdämpfen und wieder runter. Drücken und wieder abdämpfen. Das Ganze kannst du dann nach unten genauso machen. Das heißt, die 6. Seite klingt,
dann die zwei Seiten. Seite 6, 5, 4. Und ausschütteln, entspannen. Du wirst sehen, wenn du den F-Griff dann greifst, wird es plötzlich kein Problem. Außerdem gibt es noch sehr, sehr viele Tipps zum Barré-Akkord. Du brauchst ja nicht immer alle 6 Saiten zu greifen. Das war ja schon der Extremfall, der auf der Gitarre praktisch nie vorkommt. Die anderen Saiten werden ja von anderen Fingern gegriffen. Wenn du mehr von solchen Übungen spielen möchtest und strukturiert mit mir gemeinsam mit Metronom, dann würde ich dir meinen Kurs Gitarre Online Elementar empfehlen. Das Komplettpaket für Anfänger und Wiedereinsteiger. Wenn du, wie gesagt, Anfänger bist und nicht weißt, wie du die Gitarre hältst, mit den Fingern zupfen willst, dann schau dir unten die erste Akustikgitarrenstunde an unter dem Video. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit den Übungen. Wenn du Vorschläge hast für spannende Videos in diesem Jahr oder vielleicht einfach nur Fragen zu dieser Übung oder zur Gitarre, lass es mich wissen, schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich, was von euch zu hören. Dann fühle ich mich nicht so allein hier vor der Kamera. Also, ich wünsche dir viel Spaß weiterhin mit der Gitarre. Hab Spaß beim Üben. Nimm dir die Zeit für dich und bis zum nächsten Video. Dein Norman von Guitar School.